Bei Lou Reed denke ich immer an den Klang seiner Stimme, seine Art zu singen. Er klingt wie ein alter Freund, der mir etwas erzählt. Wenn ich singe, will ich, dass es so klingt, als würde ich direkt neben dir sitzen. So vertraut. Man muss glauben, dass es echt ist. Da war dieses Kind, aufgewachsen in Long Island, das in die Großstadt kam und schon früh die Drogen entdeckte, die Kunstwelt, die Starmaschinerie der Warhol Factory. Seine Texte vermitteln dir, was da los war. You can hear in his lyrics what was going on there. I'll be your mirror and reflect what you are. Ich schreibe über das, was um mich herum vorgeht. Ich kann mir nur schwer vorstellen, nicht darüber zu schreiben. Vor allem, wenn es Dinge sind, die mich wirklich interessieren. Als erstes hatte ich klassischen Klavierunterricht. Erst mit 10 oder 11 kam ich zur Gitarre. Meine Eltern schickten mich in eines dieser Musikgeschäfte, die Klaviere verkaufen. Und im Hinterzimmer sitzt der Gitarrenlehrer. Er gab mir dieses Gitarrenbuch, das Melbay Songbook. Jeder Musikschüler kennt es und er sagte, lerne Twinkle Twinkle Little Star. Nein, sagte ich und gab ihm eine Carl Perkins Platte. Das will ich lernen. Er sagte, das sind ja nur 3 Akkorde und ich sagte, zeigen Sie sie mir. Also schrieb er sie in ein Heft und zeigte mir den Fingersatz. Damit war meine erste und letzte Stunde zu Ende. Ich sah immer Ozzy and Harriet im Fernsehen, wegen Ricky Nelson und seiner fantastischen Band, in der James Burton Gitarre spielte. Ich ging los, holte mir alle Platten, die ich kriegen konnte und versuchte, wie James Burton zu spielen. Ich habe Gitarre gelernt mit Platten. Ooby Dooby von Roy Orbison, Blues, Doo-Wop. Ich hatte immer alte Rock'n'Roll-Texte im Kopf. Das war was ganz anderes als das, was ich in der Schule lernte. Oh Gott, die Platte habe ich mit 14 gemacht. Ich habe nur nachgemacht, was ich im Radio hörte und ein bisschen im Hintergrund gesungen, denn ich glaubte, ich könne nicht singen. Es gibt Leute, die auch heute noch dieser Meinung sind. Die ganze Highschool-Zeit über spielte ich in sehr schlechten Bands. Genauso im College. Wir waren so mies, dass wir jede Woche unter einem anderen Namen auftreten mussten. Mit Absicht hätte uns niemand ein zweites Mal engagiert. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave. A heavy bear who goes with me, a manifold honey to smear his face, clumsy and lumbering here and there, a central ton of every place. Es war ein Glücksfall, dass ich an der Syracuse University bei dem großartigen Dichter und Lehrer Delmore Schwartz studieren durfte. Er war die erste große Persönlichkeit, die ich kennenlernte. Er wurde 1937 mit der Kurzgeschichte »In Träumen beginnen Verantwortungen« schlagartig berühmt. Sie war ein Beispiel dafür, wie jemand ganz knapp und mit einfachsten sprachlichen Mitteln die Kunst über sich selbst hinauswachsen lassen konnte. Es ist wahrscheinlich die unglaublichste Kurzgeschichte, die ich je gelesen habe. Ich las sie in meiner College-Zeit und sie hat mein Leben verändert. Alfred Kazin sagte, Delmore wäre der Dichter der Partisan Review-Leute gewesen. Bellow nannte ihn den Mozart der Konversation. Leider stürzte Delmore genauso schnell ab, wie er aufgestiegen war. In den frühen 60ern war er schon jahrelang amphetamin- und alkoholabhängig, was in Saul Bellows Roman Humboldts Vermächtnis ausführlich beschrieben wird.
Die Syracuse University mag für ihn als romantischen Dichter vielleicht ein unpassender Ort gewesen sein, aber nicht für ihn als Mentor. Er war ein hervorragender Lehrer, der Dichtung als eine Tradition verstand, die weitergegeben werden musste. Delmore, ich vermisse deine witzige Art, deine brillanten Ausführungen. Mein Daedalus war gegen Dan Bloom ein kompletter Vollidiot. Lou Reed gehörte zu den Studenten, die sich immer in der schäbigen Orange Bar trafen. Er las uns James Joyce vor und wir hörten zu. Delmore war ein großartiger Erzähler, auch noch als er schon älter war. Sobald er ein Gedicht vorlas oder über Dichtung sprach, lebte der alte Delmore wieder in ihm auf. So hatte die ganze miese College-Zeit doch noch was Gutes. Als ich Syracuse verließ, bekam ich einen Job als Songwriter bei einer kleinen Plattenfirma in New York. Ich war als Songwriter bei Pickwick International angestellt. Sie produzierten diese Billigplatten mit allem, was gerade populär war. Als Surfmusik im Trend war, brachten sie ein Album mit Surfsongs raus. Für $1. Wir lernten sehr schnell zu arbeiten und ich schrieb einen Song namens The Ostrich. Denn Straußenfedern waren gerade in allen Modeblättern. Damit die Platte voll bei den Radiosendern einschlug, brauchten sie jemand mit langen Haaren. Und das war John. Das eigentlich Interessante für mich war, dass sie diese Platte im Hinterzimmer einer Fabrikhalle auf ein Zweispur-Tonband aufnahmen. Sie stimmten die Gitarre um einen Ton tiefer und schrieben für diese spezielle Stimmung das Lied. Ich dachte mir, auch eine Art von Avantgarde. Aber das Wichtigste war, dass ich Lou in der Kaffeebar kennenlernte. Er machte mir eine gute Tasse Kaffee mit heißem Wasser aus der Leitung und fragte mich, was ich eigentlich in New York so tun würde. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Ich hatte noch eine Menge anderer Lieder geschrieben, so für mich selbst, mein anderes Leben. Er schrieb sehr eigenwillige Texte. Lou hat die Mythologie der Straße erfunden. John hatte Klavier und Bratsche studiert. Es war hochinteressant, dies mit Rockmusik zu verbinden, weil sich daraus eine ganz eigenwillige Mischung ergab. Das meiste Geld machten wir auf der Straße, etwa in der 125. in Harlem vor dem Baby Grand. Ich kam mit Bratsche und Blockflöte und Lou mit seiner Akustikgitarre. Wir spielten Waiting for My Man und Heroin und kamen ganz gut an. Das ist ein tolles Foto. Sterling, wie er leibt und lebt. Ich traf Sterling Morrison zufällig in der Subway in New York. Wir hatten im College viel zusammen gespielt. Ich schlug ihm vor, mit uns eine Band zu gründen. Die Band bestand dann aus John, mir, Sterling und Angus MacLeese, der Percussion spielte. Eines Tages bekamen wir einen Job. Wir mussten zu einer bestimmten Uhrzeit in einem Club auftreten und bis zur Sperrstunde spielen. Angus fragte, ich muss pünktlich da sein, spielen, aber nur so lange, wie Sie erlauben. Wir sagten, genau. Da verließ er die Band. So war es in den 60ern. In a panic. Sie waren in Panik, weil sofort ein Schlagzeuger her musste. Sterling wusste, dass ich bei mir zu Hause herumtrommelte und schlug mich vor. Daraus wurde The Velvet Underground. Wir spielten im Café Bizarre, einer Touristenkneipe im Village. Das war eine Bruchbude. Es war ein Café, keine Ahnung, was für eine Musik sie von uns hören wollten. Wir bestanden darauf, nur unsere Musik zu spielen. Andere Bands mussten, wenn sie überhaupt auftreten durften, 3 oder 4 Top-10-Hits im Repertoire haben. Es war ein Drecksloch. Draußen stand ein Mann, der sagte, hereinspaziert, hier erleben Sie das echte Village. Aber kaum jemand kam rein. Und wenn doch, floh er, sobald er uns hörte. Barbara Rubin stellte Ende 65 Lou Reed and the Velvet Underground Andy Warhol vor.
In der Musik steckte eine noch nie dagewesene Energie. Man spürte, dass hier etwas Neues entstand, ein neuer Sound. Und Barbara Rubin war begeistert davon. Sie wusste, dass Andy eine Band für ein Multimedia-Projekt suchte und nahm ihn mit ins Café Bizarre. Wir spielten Black Angels Death Song. Die Besitzer sagten, sie feuern uns, wenn wir noch so einen Song spielen. Wir taten's. Wir wurden gefeuert, aber noch in der gleichen Woche von Andy Warhol adoptiert. Warhol war sicher einer der wichtigsten und einflussreichsten amerikanischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Er machte keine Unterschiede zwischen Atombomben, Filmstars und Dosensuppen. Seine Kunst entstand aus dem Zusammenwirken verschiedener Talente. Er brachte Musiker, Dichter, Schriftsteller und Filmemacher zusammen. Die Idee der Factory als eine Art gemeinsam betriebenes Fließbandunternehmen begründete ein völlig neues, antiromantisches Bild von dem, was man sich unter einem Künstler vorstellte. Die Factory war die Adresse in New York der 60er Jahre. Man sagt, die 60s wären total cool gewesen. Aber in Wahrheit gab es damals in New York höchstens 35 coole Leute. Jeden Nachmittag um 2 sahen wir uns in der Factory die neuen Wunder an. Die Factory war riesig und ganz in Silberfolie gehüllt. Billy Name hatte das gemacht. Immer wenn Leute die Factory besuchten und je berühmter sie wurde, desto mehr kamen, sagte Andy. Können wir eine Probeaufnahme machen? Die Leute waren begeistert. Er setzte seine Porträtarbeiten nun statt auf Leinwand auf Film fort. Du schaust einfach in die Kamera, so lange, bis deine wahre Persönlichkeit zutage tritt, weil du keine Pose so lange durchhältst. Lou und Andy hatten eine Art magische Seelenverwandtschaft. Zwei Genies trafen aufeinander und konnten zusammen kreativ sein. Wir hatten eine wundervolle Zeit. Für mich war das fantastisch. Andy Warhol mochte meine Songs. Mehr noch, er zeigte sogar Filme, in denen es um dieselben Dinge ging, sodass die Aussage der Songs noch verstärkt wurde. Viele Songs des ersten Velvet Underground Albums gab es schon vor Andy. Heroin entstand auf dem College. I was interested in the subject matter that hadn't been covered in pop and rock. Mich interessierten Themen, mit denen sich Pop und Rock noch nie beschäftigt hatten. Ich träumte davon, so Sachen zu schreiben wie Burroughs, Ginsberg, Raymond Chandler oder Hubert Selby. Nur eben für Schlagzeug und Gitarre. Ich glaube nicht, dass die Songs autobiografisch waren. Es waren eher Porträts oder Charakterstudien, in denen die Ich-Form für die Spannung sorgte. Gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. If heroin had been a piece of literature, you know. Wäre Heroin nur ein Stück Literatur gewesen, hätte sich niemand darüber aufgeregt. Aber die Rockmusik galt nun mal als Kunstform der Jugend. Niemand wollte einräumen, dass sie auch Erwachsenen-Themen behandeln konnte. Lou Reed tut das. Er akzeptiert die Rockmusik ehrlich und absichtlich als Kunstform. So deutlich über Heroin zu singen, war bahnbrechend für den Rock'n'Roll. Ich glaube, für eine Menge Leute war das Schreiben von Songtexten danach nicht mehr dasselbe. Heroin as a song and as a work of art, to me is Heroin als Song und als Kunstwerk ist für mich ein ziemlich perfekter amerikanischer Song. Er behandelt ein Thema, das gleichermaßen konfliktbeladen wie tabubehaftet ist. Er zeigt das Zerstörerische und Schmerzhafte, aber ebenso das Kostbare daran. And also whatever is
Und das alles in Lus schöner, einfacher und direkter Sprache. Der Song vermittelt einem das Gefühl, in einem rasenden, außer Kontrolle geratenen Zug zu sitzen, der vorwärts taumelt, langsamer wird, erneut taumelt und schließlich völlig außer Kontrolle gerät. Dieses Gefühl kannten wir alle, ob wir nun mit Heroin Erfahrung gemacht hatten oder nicht. It's my wife and it's my life. Because a neighbor to my baby leads to a center in my head. And then I'm dead or off dead from all the gyms in this town. And everybody putting everybody else down. And all the politicians making crazy sounds. And all the dead bodies piled up in mounds. But while that heroin is in my blood, and that blood is in my head, then thank God the good is dead. Ooh, thank God that I just don't care. Oh, thank God that I'm not aware. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Thank you. Since I don't really believe in painting anymore, I thought it would be a nice way of combining, and we have this chance to combine music and art and films all together, and we're sort of working on that, and if it works out, it might be very glamorous. Down your sins of street life fancies. Exploding Plastic Inevitable, die Performance. Das war die Band, Filme oder Dias von Andy Warhol und eine Dauerlightshow. Und ein paar Freunde von uns tanzten dazu. Ich steuerte diese Peitschentanz-Choreografie zur Live-Musik bei. Auf der Bühne war ganz schön was los. Meine Tanzpartnerin war Mary Warren. Wir tanzten lauter verrücktes Zeug wie den Peitschentanz bei Venus and Furs. Das war ganz schön sexy. Music by Nico and the Velvet Underground. The exploding plastic inevitable, designed by pop art industry Andy Warhol, and starring his Girl of the Year. Her vocal style is unusual. Ich war der armselige kleine Rock'n'Roller und sie eine Göttin. Nico betrachtete sich nie als festes Mitglied der Band. Wir machten uns einen Spaß auf dem ersten Album und es klappte. Wir hätten keine Sängerin gebraucht, aber plötzlich hatten wir eine. Die Band einigte sich darauf, dass ich 2 Songs für sie schreiben sollte und wir weiterhin The Velvet Underground blieben. Warum auch nicht? Nikos Eintritt in die Band brachte uns Riesenschlagzeilen und ich erkannte, dass Andy ein Meister der Medienmanipulation war. The master of all of that. Why don't you just tell me the words and they'll just come out of my mouth? No, don't worry about it because... No, I think it'd be so nice. It'd be so nice if you told me a sentence. Like, let me ask you some questions that you can answer. Oh, no, but you repeat the answers too. He was our protector. Er war unser Beschützer. Niemand interessierte sich für uns. Lange Zeit dachten die Leute, er sei unser Gitarrist. Niemand wollte The Velvet Underground engagieren, nicht mal als Fensterputzer. Sie wollten Andy, seine Ausstellungen, seine Installationen, seine Filme. Aber die waren über uns. 1966 gingen wir mit Exploding Plastic Inevitable nach Kalifornien. Sobald wir aus New York herauskamen, wurde es schlimm. Wir sollten im Fillmore in San Francisco spielen. Der Empfang war nicht gerade herzlich. Der Besitzer schien uns zu hassen. Keine Ahnung, warum er uns engagiert hat. Wir hielten uns für großartig, aber niemand sonst. Sie waren damals schwarz gekleidet und trugen Sonnenbrillen, als wollten sie den Rest der Welt auf Abstand halten.
Das war zu viel für die Hippies von der Westküste, die so frei und offen waren. Ihre Songs handelten von Einhörnern, Magie und Pilzen und Blues-Texte waren im Vergleich dazu hart und realistisch. The Velvet Underground waren genauso dreckig und zynisch wie die Straßen von New York. Nach der Performance in San Francisco stellten die Velvets ihre noch angeschlossenen Instrumente vor die Lautsprecherboxen, sodass ein Mordslärm entstand und verließen wütend die Bühne. Ich hasste San Francisco und diese ganze Hippie-Brut. 1967 verließen die Tänzer die Performance. Da waren sie wieder The Velvet Underground. Lou wollte Lou sein und Andy machte andere Sachen. Das war wahrscheinlich das schrägste Album, das es je gab. Ein Toningenieur floh. Ein anderer sagte, ich höre mir das nicht an. Ich stelle euch die Aufnahme ein und hau ab. Holt mich, wenn ihr fertig seid. In den Künstlerkreisen New Yorks galten die Velvets als Popmusik. Aber sie waren ganz bewusst viel experimenteller als die Popmusik der damaligen Zeit. Maureen's Stil war unverwechselbar. Sie stellte die Trommeln senkrecht und schlug drauf. Es war wie afrikanisches Olatunji-Getrommel. Ich mochte es, wie Lou die Rückkopplungen einsetzte. Es war nicht nur Lärm, er wusste, was er tat. Ich stand total auf Bombast. Ich hatte Free Jazz von Ornette Coleman, Pharoah Sanders und Albert Ayers gehört. Ich wollte die E-Gitarre wie einen Saxophonsatz klingen lassen. Mit Sister Ray konnten wir endlich zeigen, was wir live drauf hatten. Wir drehten die Verstärker auf und ließen es krachen. Just got back from Carolina. She said she didn't like the weather. They're busy waiting for her sailor. Who's thinking just a ticket liver. He's just here from Alabama. He wants no way to earn a dollar. When they were playing with Warhol then, Als sie noch für Warhol spielten, waren sie in und die Prominenz saß im Publikum. Als sie sich selbstständig gemacht hatten, spielten sie vor Leuten, die wirklich nur ihretwegen gekommen waren. Es kamen Leute in unsere Konzerte, die nur stumm in einer Ecke standen und vor sich hin starrten. Es war zu meiner Highschool-Zeit, als die Velvets in unserem College in einem Vorort von Baltimore auftraten. Alles fragte sich, wie kommen die denn hierher? Obwohl die Musik düster klang, war sie auch sentimental und romantisch. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Das dritte Album war viel sanfter als die ersten beiden. Wahrscheinlich, weil John nicht mehr dabei war, aber hauptsächlich wohl, weil Lou alle Songs schrieb. Er legte die Stimmung eines jeden Songs, eines jeden Albums fest. That, of course, sets the mood for every song and every album, certainly. Linger on. The Velvet Underground war die Band, aber Lou sagte mal, jeder findet uns toll, aber wir haben nicht mal einen Topf zum Reinpinkeln. King of New York himself, Mr. Lou Reed. Das war unsere erste Zusammenarbeit seit dem Transformer-Album. Hey, white boy, ooh, what you doing uptown? Chasing all the women around. Hey, white boy, you chase no women around. Sir, it's the last thing on my mind. I'm just looking for a very good friend of mine.
1965 brachte unser damaliger Manager das erste Album der Velvets mit und sagte, Warhols Musik ist so schlecht wie seine Bilder. Da wusste ich, dass es mir gefallen würde. Und ich hörte etwas völlig Neues. Es war wie eine Offenbarung. Bowie wollte seinen Helden Lou Reed kennenlernen, der sich gerade in der Übergangsphase zu seiner Solokarriere als Rock-Performer und Songwriter befand. Wir waren bei derselben Plattenfirma. Ich mochte seine Musik und ihm gefiel meine. Und so beschlossen wir, zusammenzuarbeiten. The thing is with Lou, he was so generous to work with. I mean, I was petrified. Ich war wie gelähmt, als Lou mich freundlich wissen ließ, dass er mich als Produzenten haben wollte. Ich hatte zwar viele Ideen, aber ich fühlte mich eingeschüchtert, weil er schon viel mehr gemacht hatte als ich. Obwohl wir fast gleichaltrig waren, hat er bereits eine Art Vermächtnis hinterlassen. Oh ja, das hatte er wirklich. Dadurch, dass Bowie das Album Transformer produzierte, steigerte er Lous Popularität und signalisierte damit gleichzeitig seinem Publikum, den solltet ihr euch anhören. Von dem habe ich viel gelernt. Ich wollte wirklich, dass es ein unvergessliches und erfolgreiches Album für ihn werden sollte. Walk on the Wild Side war ein Klassiker. Brillant. Es war wie ein flüchtiger Blick in ein dunkleres, wilderes Leben, an dem wir teilhaben konnten. Und das war sehr, sehr reizvoll. Ich liebte Walk on the Wild Side, aber man hörte es überall. Im Radio, in Restaurants, in Bars, sogar an der Bushaltestelle. Ich fragte mich, ob die Leute überhaupt wussten, wovon es handelt. They were the ragtag queens of Max's Kansas City. Es handelte eigentlich von dem bunten Leben der Transvestiten aus Max's Kansas City. Lou war der Einzige, der ihnen für das, was sie in Gang setzten, Anerkennung zollte, indem er sie besang. Liebevoll, mitfühlend und unsentimental. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Ich zupfte meine Augenbrauen, rasierte mich, ich rodete sozusagen das ganze Land von Kopf bis Fuß. Und du bist immer noch ein sehr, sehr schönes Mädchen. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Walk on the Wild Side. I don't know of any other song where you have a character. Walk on the Wild Side ist einzigartig. Ich kenne keinen anderen Song, in dem jede Strophe einer anderen Persönlichkeit gewidmet ist. Lou ist kein Schwätzer, er war immer sehr präzise. Da waren diese Schnipselchen Realität. Man wusste, es gibt diese Candy, diesen Little Joe. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here, a hustle there. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey Joe, take a walk on the wild side. They said, hey Joe, take a walk on the wild side. And the color girls go do 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 do. That song's great. Das war ein toller Song. Then comes Pancake Factor number 1. Eyeliner, rose hips, and lip gloss, such fun. You're a slick little girl. Glam Rock. Glam Rock, das ist schon so lange her. Slick little girl. John Lennon nannte es mal Rock'n'Roll mit Lippenstift. Glam Rock, Androgynie, polymorpher Sex. Manche nannten mich den Anführer. Schon der verbale und musikalische Zeitgeist, den Lou schuf. Seine Lyrik gab der Rockmusik eine neue Dimension, in der wir unsere theatralischen Visionen ausleben konnten. Er schuf Straßen und Landschaften und wir bevölkerten sie. Streng genommen stand Lou über der Glitterszene. Seine Version war echt heftig, so wie New York nach Geschäftsschluss.
Er hätte Transformer 2 oder 3 machen können, Walk on the Wilder Side oder Not so Wild Side, aber er tat einen der mutigsten Schritte, die ich je in dieser Branche erlebt habe. Er schuf etwas Zukunftsweisendes, das tiefere Einblicke in die Künstlerseele erlaubte, als alles, was in Amerika in den letzten 50 Jahren veröffentlicht wurde. I'm gonna stop wasting my time. I remember listening to Berlin. Ich erinnere mich. Berlin war sehr düster. Es erzählte von Scheidung, Missbrauch, kaputten Dingen, Menschen, die nicht zurechtkamen. Well, 73, 74, wow, what was popular? 1973, 74, als Berlin herauskam, waren Carole King, James Taylor, Yes und Emerson, Lake & Palmer populär. Ihre Platten passten in ihre Zeit und Lou's Platten passten in seine Zeit, aber sie hatten nichts Gemeinsames. Lou hatte keine Angst, über das tägliche Leben zu schreiben, das uns umgab, aber das niemand im Radio hören wollte. Es war mir egal, über was die anderen Rockmusiker schrieben. Sie vertonten konventionelles Zeug. Mir ging es darum, den Inhalten gerecht zu werden. Für mich war das Berlin-Album die beste Konzentrationsübung, wenn ich etwas über ein schwieriges Thema schreiben wollte. Caroline says, as she gets up from the floor, you can hit me all you want to, but I don't love you anymore. Caroline says. Most of Berlin was done in London. Der größte Teil von Berlin wurde in London aufgenommen. Die Atmosphäre im Studio war emotional aufgeladen. Lou's Leben geriet gerade aus den Fugen. Er hatte Probleme mit Beziehungen, wie auch mit seiner künstlerischen Identität. Wir verplemperten unsere Zeit mit Dingen, die nicht nötig gewesen wären. I can honestly say that all of us were messing around with things we shouldn't have been messing around with. I knew I wasn't writing for a majority. Man schreibt eben nicht für die Mehrheit, wenn man über Schmerzen und Verletzungen schreibt. Things that hurt. Taking her children away because they said she was not a good mother. It was the record that Lester Bangs said was the most depressing record he ever heard. Der Musikkritiker Lester Bangs hielt es für die deprimierendste Platte, die er je gehört hatte. Er verriss sie total, was mich sofort dazu bewegte, sie zu kaufen. Eine so deprimierende Platte zu hören, fand ich wunderbar. Die Texte waren klasse. So ernsthaft, so poetisch. Es schien da um eine Frau zu gehen, die mit ihrem Mann in einer völlig gestörten Beziehung lebte. Da meine Familie ganz normal und liebevoll war, gab mir diese Platte die Möglichkeit, mich den Fantasien einer Beziehung zu überlassen, die es in meinem Leben überhaupt nicht gab. Let me open to fantasies of degradation that I could never really have in reality. That miserable rotten slut couldn't turn anyone away. Ich wusste, dass er in Europa war, aber dann kam er wieder nach New York und trat in der alten Musikakademie auf. 2 der Shows wurden für das Live-Album Rock and Roll Animal mitgeschnitten. Und gerade als ich reinkam, kündigte sich mit kraftvollen Gitarrenakkorden Sweet Jane an. Dann spazierte Lou ganz locker auf die Bühne, ohne Gitarre. Er hatte ein Hundehalsband mit Stacheln um, ganz kurze Haare und Lederhosen. Ein Zuschauer schrie »Heroin!« und Lou sagte »Halt die Fresse!«, griff sich das Mikrofon und begann Sweet Jane zu spielen. Corset, Jane is in a vest. Me, honey, I'm rock and roll man.
Keine Ahnung, ob die Leute wussten, dass viel altes Velvet Underground-Material im Programm war. Ich hoffte es, denn ich hing an diesen Songs. Dass er diese Songs solo sang, erschloss einem neuen Publikum die Bedeutung von Velvet Underground. Es war schon perfekt, was Lou meiner Generation mit Rock'n'Roll Animal bot. Er verwandelte sich von zügellos in elegant, war heiß, knallhart und manchmal fast transsexuell. Er war die perfekte Verkörperung dessen, was die Smart Kids von einem Kultstar wie ihm erwarteten. Smart kid at that age wants out of an icon. Er vermittelte das Gefühl des bösen Jungen, der wir früher alle mal so gern gewesen wären. Dieses Image habe ich erfunden. Ich bin völlig anders als die Lou Reed-Figur, die diese Platte gemacht hat. Aber irgendwann fand ich den Typen so cool, dass ich Spaß dran fand, wie er zu sein. I thought it might be fun to be him, so I did. Eine Seite in Lou Reed, das wilde Tier in ihm, stand schon immer auf Lärm. Ja, Lärm. Ran an die Gitarre, maximale Lautstärke. Und dann jagt er dir seine Akkorde durch den Schädel. Shut those chords right through your head. John Cale had made me more aware of electronic music and he had worked. John Cale, der auch mit Lamont Young gearbeitet hat, hatte mich mit elektronischer Musik bekannt gemacht und mir das Prinzip des Orgelpunktes erklärt. Mich faszinierte die Idee, mit Gitarrenrückkopplungen und Tonbandgeräten zu spielen. Und ich beschloss, eine Musik ohne Text, ohne Rhythmus, ohne feste Tonart und in verschiedenen Geschwindigkeiten zu machen. Ich nahm die Sache ernst. Aber ich war auch völlig stoned. I was also really stoned. Metal Machine Music. Für Metal Machine Music verursachte er in einem Raum 64 Minuten lang Gitarrenrückkopplungen. Klar, dass die Plattenfirma nicht begeistert war. Wenn heute Sonic Youth so etwas macht, ist das kein Problem. Er, ein internationaler Plattenstar, macht mit Metal Machine Music ein modernes, elektronisches Musikstück im Stil von John Cage, David Tudor oder Stockhausen. Diese Platte war ein Meilenstein. No songs, no words, no hooks. Keine Songs, keine Worte. Kein Hitpotenzial, keine Rockplatte. Aber eine Lou Reed-Platte. Lou war total detailversessen, kümmerte sich um jede Kleinigkeit. Man sah, dass er die Sache 100%ig ernst nahm. Ich erinnere mich noch, auf dem Cover stand, bei mir passiert in einer Woche mehr als bei dir in einem Jahr. Und ich dachte mir, scheiße. Er meint damit, wenn es dir nicht gefällt, ist mir das egal. I don't care. Hey man, what's your style? How you get your adrenaline flowing now? Hey, how you get your adrenaline flowing? When you cut that dude with your stumbling, oh, hey, you did it so cheaply now. When the blood comes down his chest, you know, sweet mama, it was all better than sex. It was so much better than getting laid. It was the final thing to do. You just get somebody to come on to you, then you just get some little motherfucker to come on to you, and then you're killing now. You're killing. I need kicks, I need
some kick. I need some kick. Hey, kick. When you cut that dude with that knife, you did it so crudely. Now when the blood comes down his neck, now. Don't you know it was with you're better than sex now? Hey, it's what better than getting later with it's the final thing to do. Just get somebody to come on to you, then you just don't. Hey, you get somebody to come on you there, kill him now. Oh yeah, you kill him now. Cause I need kick. I need the kick. Give it to me now. Hey, give it to me now. Hey, give it to me now. Yeah, give it to me now. Oh, give it some kicks. Ich wollte Kontakt zu Außenseitern. Mitte der 70er spielten wir im CBGBs, zusammen mit Television, Patti Smith, Blondie, Dead Boys und Ramones. Alle sind mal von Lou Reed und The Velvets beeinflusst worden und sind dann musikalisch eigene Wege gegangen. Wir haben Pale Blue Eyes gecovert, weil es so schön ist. Der Text ist einfach, rätselhaft und gefühlvoll. Und Real Good Time Together. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Wenn Punk bedeutet umsturzlerisch, rebellisch, ein Außenseiter, rüpelhaft, hart sein, all das, was das Herz des Rock'n'Roll ist, dann traf es exakt auf Lou zu. Lou embodied that spirit in a way that nobody else did. A study by Robert Christoph. John Rockwell, man. Wow! You know how heavy it is to get reviewed by Rockwell? He says you're intelligent. Fuck you. I don't need you to tell me that I'm good. Mr. Reed. In this Take No Prisoners album, as the title suggests, im Take No Prisoners Album, der Name ist Programm, schimpft Lou über alles Mögliche, darunter auch über Rockkritiker. Wir fanden das prima. Was für eine Ehre. Ich wollte auf der Bühne sein wie er. Ich wollte dem Publikum genauso frei und gnadenlos gegenübertreten können. Der Prinz der Finsternis, der düstere Wanz des New Yorker Nachtlebens. Man wusste nie, ob ich ernst war oder scherzte. Ich verstellte mich ständig, vertauschte mein echtes Ich mit meinem alter Ego. Es war eine beängstigende Gratwanderung. In England kursierten wahre Horrorgeschichten über Lou Reed. Die Eltern sagten zu ihren Kindern, lass das, sonst endest du wie Lou Reed. Growing up in public with your hands down. 6 years. 6 years of not drinking. Right. And no drugs. No drugs. How bad was it? 10 years. At the worst. As bad as it gets. Er war der Erste, der zugab, fast am Ende gewesen zu sein. Aber er wusste, wann Schluss war und machte was Neues. In den 80ern heiratete ich, ging zu den anonymen Alkoholikern und spielte wieder mehr Gitarre. Like LP, stone is stupid. Hey, Choco, disorderly. Hey, I ain't no Cupid. 2 years ago today, I was arrested on Christmas Eve. I wanna walk and not be carried. I don't wanna give it up, well, I don't wanna stay married. I ain't no dog tied to a parked car. Said, ooh. Your new sensation. My opinion of
Mein Eindruck von Lou in den 80er Jahren war, dass er versuchte auszudrücken, was er sein und wohin er sich entwickeln wollte. Und er ließ die Welt an seinem Privatleben teilhaben. I'm too afraid to use the phone, I'm too afraid to get the light on, I'm so afraid I've lost control, I'm suffocating without a word, crazy with sweat, spill on my jaw. What's that funny noise? What's that on the floor? Waves of fear, pulsing with death. I cringe at my terror, I jump at my own step. I curse my own tremors, I hate my own smell. I know where I must be in hell. Waves of fear, waves of fear, waves of fear, waves of fear. The thing is, it's really perfected its vibe. I mean, I want to play drone though. Why not a biography of Andy Warhol? Warhols Rolle war fast stumm angelegt und Lou Reed war so etwas wie Andy Warhols Stimme. Andy und Lou hatten sich gut verstanden. Lou konnte mit ihm umgehen. I watched him and it seemed to me he was passing through lots of people and I didn't want him to pass through me. You just didn't want to be collected by Andy Warhol. I wanted to get as much as I could from him. Did you? Yeah. What'd you get? Great ideas. Andy always used to say, you know, Lou, you're so lazy. You really have to work hard. You don't work hard enough. And he was really right. I'm trying to really make up for that. No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He sent him many songs, did you right? I'd written 0, I lied and said 10. You won't be young forever. You should have written 15. It's work. The most important thing is work. You ought to make things big. People like it that way. And the songs with the dirty words, record them that way. And he liked to stir up trouble. He was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day. He said, decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante? I bite him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. And I never seen him like that. Lou Reed ist sehr produktiv. Er hat ein umfangreiches Werk veröffentlicht. 20 Solo- und 4 offizielle Velvet-Alben, dazu noch etliche andere Projekte. Er arbeitet viel und liefert immer Anspruchsvolles. Als die für eine kurze Tournee wiedervereinigten Velvets in Europa auftraten, spielten sie auch in Prag. In dieser Halle, die früher für kommunistische Großveranstaltungen reserviert war, saß Havel in der ehemaligen Brezhnev-Loge. Als junger Mann hatte er in New York ein Album der ihm damals noch unbekannten The Velvet Underground erstanden. Ich kenne Lou Reed schon lange, als Musiker und auch persönlich. Ich mag ihn sehr. The Velvet Underground hat einen großen Einfluss auf die Rockmusik unseres Landes, die damals gesellschaftlich eine große Rolle spielte. It's all right. Ohne The Velvet Underground würde es den Begriff Alternativ gar nicht geben. Die Musik der Velvets gehörte einfach dazu. Ein Teil ihrer Aussagen wurde sprachliches Allgemeingut. Sie haben viele Türen geöffnet. Trends kommen und gehen, aber das Werk überdauert.
welcome the Velvet Underground to the Rock and Roll Hall of Fame. Lou hat ein gutes Gespür für Atmosphäre. Er weiß immer, was um ihn herum passiert. Dass Einsparungen bei staatlichen Sozialleistungen immer die schwächsten Teile der Bevölkerung treffen, ist unmenschlich. Wenn man in New York auf die Straße geht, sieht man, wohin das führt. Pedro lives down at a Wilshire hotel. He looks out a window, it doesn't have any glass. All the walls are made of cardboard. He's got newspapers in his shoes on his feet, and the old man's gonna beat him because he's got no time to beg. He's got 9 brothers and sisters, they're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. Als ich das New York-Album das erste Mal hörte, war ich baff. Ein Wendepunkt in Lou's Leben. Get it out! On the dirty boulevard, I wanna get. On the dirty boulevard, get it out! On the dirty boulevard, I'm going down! Auch Leute, die klassische Musik hassen, erkennen bei Le Sacre du Printemps von Stravinsky, dass sie etwas Großartiges hören. Jazzhassern gefallen bestimmte Miles Davis-Stücke. Country-Music-Gegner überzeugt man mit David Allan Coe. Und ganz selten trifft man Menschen, die Rock'n'Roll hassen. Sie halten ihn für pubertär, verdorben, nichtssagend. Und während ich ihnen recht gebe, erkläre ich ihnen, dass ich zufällig ein Fan der Rockmusik bin. Ich überrasche sie mit dem New York-Album und sage, okay, aber das ist echte Kunst. No one dreams of being a doctor or lawyer or anything. Just healing on the boulevard. You give me, you're hungry, you're tired, you pour a piss on them. That's what the statue of bigotry says. You poor huddled masses, why don't you just go clubbing today? Get it over with. Dump them on the boulevard. Get it out! From the dirty boulevard, I'm going down. From the dirty boulevard, I'm gonna get it out. From the dirty boulevard, I'm going down. Er vermittelte wirklich, was New York ist. Und das in der Tradition der New Yorker Kurzgeschichte. Es wäre doch toll, wenn man eine Rock'n'Roll-Platte auf dem Niveau eines Romans hören und trotzdem an der Musik seinen Spaß haben könnte. Die erste Zeile in Romeo and Juliet ist grandios. Gefangen zwischen den verdrehten Sternen, den Markierungen einer schlechten Seekarte, die Kolumbus nach New York brachte. Kolumbus kam nie nach New York, aber egal, in dem Song tat er es. Er verlor seine Seele im Mietwagen von irgendjemandem. Nicht im Wagen, nein, im Mietwagen. Diese Kleinigkeit macht aus einer guten Zeile eine großartige. Romeo wanted Juliet. Juliet wanted a Romeo. Romeo wanted Juliet. Juliet wanted Romeo. Was soll ich zu Doc Pomus sagen, was nicht schon 1000-mal gesagt wurde? Er war wunderbar, als Texter und als Mensch. Ich wuchs mit seinen Songs auf. Doc starb an Krebs. Ich suchte nach einer Magie, einer Transzendenz, die mir helfen würde, loszulassen. Und so schrieb ich Magic and Loss. Denn es war ein Verlust, der jeder Magie die Kraft nahm.
Es gab nichts, was mir in dieser Situation hätte Kraft geben können. Ich schrieb es, weil ich keine andere Wahl hatte. Und das war alles, was ich tun konnte. I see the sword of Damocles is right above your head. They're trying a new treatment to get you out of bed. But radiation kills both bad and good, it cannot differentiate. So to cure you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. It's not music that's made as a reaction to a marketplace. Diese Musik entsteht nicht aus einer Marktsituation heraus. Sie kommt von innen, aus Lous Empfindung. But this guessing game has its own rules. The good don't always win. And might makes right. The sword of Damocles is hanging above your head. It seems everything's done that must be done from over here, though things don't seem fair. But there are things that we can't know. Maybe there's something over there. Some other world that we don't know about. I know you hate that mystic shit. It's just another way of seeing the sword of Damocles above your head. He has a very romantic and soulful way to, Sein Stil ist sehr romantisch und gefühlsbetont. Und obwohl die Texte oft verquer sind und eine düstere Seite haben, steckt in ihrer Kälte viel Herz, Zartheit und Engagement. Er schreibt nichts Negatives. Er lässt sich nur länger auf düstere Gedanken ein als andere. Er zieht dich mit hinein und holt dich auch wieder raus. Hang on to your emotion. When a night city's breeze blows across the room, and a 5 a.m. moon and sun start their swoon, you hear your lover's breath, but not a moment too soon. You get to. For a person who's sometimes very private. Für einen introvertierten Menschen zeigt er seine Gefühle manchmal sehr offen. Set the Twilight Reeling war ein dunkler, süßer Valentinsgruß. Very dark little Valentine. Lou Reed is the gearhead's gearhead. Lou Reed ist der Obertüftler. Kein Künstler, den ich kenne, feilt so viel am Sound. Set the Twilight Reeling war Lous Nonplusultra an Kontrolle über seinen eigenen Sound. Ich entferne keine Nebengeräusche aus den Aufnahmen. Ich mag das Brummen des Verstärkers, bevor ich die Gitarre anschlage. Lou sucht immer den Gitarrenton, der dir bis auf den Grund deiner Seele fährt. Die Spannung, die er zwischen sich und dem Zuschauer erzeugen will, entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Intensität und Artikulation dessen, was man sagen will. Es ist schwer, sich Lou anders vorzustellen als total intensiv. Es kursieren Horror-Stories über ihn, dass er Fernsehprofis durchkaut und in den Hinterhöfen der Bronx wieder ausspuckt. Ich weiß, dass der Mythos Lou Reed, den man aus den Medien kennt, nicht der Person entspricht, die ich kenne. Letztes Jahr stand in einer europäischen Illustrierten ein ganzer Artikel darüber, was für ein absonderlicher, sturer und streitsüchtiger Mensch er wäre. Strange, peculiar, cantankerous, ornery person this was.
Ist dieser Autor jemals in New York gewesen? Hat er je einen New Yorker kennengelernt? Eine Unterhaltung in New York hat oft etwas von einem Zweikampf. Ich wusste nie, was Lou als nächstes tun würde. Und ich arbeite seit 10 Jahren mit ihm. Seine Bandbreite seit dem New York-Album, Grella, Magic and Loss, VU, Time Rocker, macht es unmöglich, irgendwelche Prognosen abzugeben. Er überrascht mich jedes Jahr aufs Neue. Lou hat den Instinkt eines Dichters. Sein Sprachgefühl ist perfekt. Man möchte mit Menschen kommunizieren oder geistig verschmelzen. Man muss aber auch seine Arbeit machen, in dem Sinne, dass man für seine Arbeit verantwortlich ist, was der Dichter in Lou tut. Ich habe als Komponist und Texter für Robert Wilson an Time Rocker mitgearbeitet. Darin reist ein Mann durch Zeit und Raum. Of an apple core when you start thinking of God. And I know I would miss you if you disappear into the divine. Robert Wilson is a theater designer and director. Robert Wilson entwickelt seit 30 Jahren Stücke als Theatermacher und Regisseur. Mal allein, mal mit anderen Künstlern wie Lou. Er hat Wagner inszeniert und vieles mehr. Farmers of America, future farmers of America, future farmers of America. It's the same old thing. You'd like to know why. Who made the earth move? Who made the sky high? Who made the earth move? Who made the sky high? I like to try something just for experiment's sake. Rock and roll for me has no limits. Rock'n'Roll hat für mich keine Grenzen. Wir schätzen einen Künstler wie Lou Reed hauptsächlich wegen seiner Wandlungsfähigkeit. Er verändert sich ständig. Das ist die Geschichte seiner Karriere. Historically passive, I stand always waiting, forever observing, my heart palpitating, awaiting a missive or some sort of signal, a kiss or a slap, causing some sort of tingle in me. Witness to life, witness to life. Lou kam dazu, wenn Robert Wilson eine Szene probte. Dann unterhielten sie sich und Lou schnappte sich Stift und Gitarre und schrieb den Song. I wish I had a talking book that told me how to act and look. A talking book that contained keys to past and present memories. A talking book that said your name, so if you were gone, you'd still remain. Could you say it's a fulfillment of what Delmore Schwartz? Geben Sie nun Delmore Schwartz recht, der Ihnen mal prophezeit hat, Sie würden Schriftsteller? That would be a very pleasant thought. Ein schöner Gedanke. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt stolz vor ihn treten und sagen, da siehst du es, Delmore. There you go, Delmore. At 5 a.m. the moon and sun sits set before my window. Wenn ein Künstler wie Lou Reed, der immer noch aus dem Rahmen fällt, einen Song macht wie Sex with Your Parents, kommt er immer noch auf den Index. Die Radiosender boykottieren ihn, die Platte kriegt einen Aufkleber und die Leute fürchten sich davor. Er brennt immer noch. Viele Rockstars ziehen sich irgendwann aufs Land zurück, angeln, werden Wildhüter oder saufen mit den Farmern im Pub.
Lou bleibt in New York und arbeitet ernsthaft weiter an sich, ohne irgendetwas von seiner Integrität zu verlieren oder sich bloßzustellen. Lou hat erst kürzlich zu mir gesagt, wie kann man besser seine Zeit verbringen als 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, etwas zu tun, was dich total begeistert. How long can you be a rock and roll? Well, see, that problem disappears if we don't call it rock and roll. If you ask the question, how long can you be a musician? Right. What would the answer to that be? Till you die. There you go. What a perfect day. Drink sangria in the park. Then later it gets dark. We go home. Feed the animals in the zoo. Ooh. Later a movie too, and then home. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're gonna reap what you sow. Oh, what a perfect day. What a perfect day. Oh, what a perfect day. God. Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey baby, what's your style? I love the way you drive your car now. I love the way you drive your car now.